Da kommen schon die ersten Busse hier an, Leute. Schöne Busse aus Göttingen. Wenn ihr mehr sehen wollt, bleibt einfach dran. Nach dem Intro geht weiter. Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich bin heute in Göttingen. Ihr wolltet mich ja hierhin haben. Wie oft habt ihr schon geschrieben, komm nach Göttingen, komm nach Göttingen. Jetzt bin ich da. Jetzt müsst ihr mir auch mal zeigen, was es hier so gibt. Ich laufe gleich mal in den Bahnhof. In Zopp, alles hier vertreten. So, auf geht's. So, jetzt haben wir Bahnhof vor uns. Dann laufen wir gleich mal da rein, was es hier so Schönes gibt. Zopp habe ich gesehen, ist auf der linken Seite. Das zeige ich euch gleich noch. Auf der anderen Seite, da könnt ihr das sehen. Aber wir laufen jetzt erstmal in den Bahnhof. So, auf geht's. Die Tafel haben wir direkt schon vor uns. Wer wo was abfährt, könnt ihr sehen. Oh, Burger King ist hier vertreten. Expresso Haus. Kundenreisezentrum, Information, alles vertreten. Leute gucken schon, warum redet der mit sich selbst. Aber ich habe die Kamera hier unten. Die gucken nur mein Gesicht, sehen aber nicht, dass ich hier aufnehme. Aufzug haben die natürlich hier auch. Ach, die haben noch einen Ausgang West, Agentur für Arbeit. Lokhalle gibt es da auch. Oh, was ist das, eine Lokhalle? Hört sich gut an. Bin mal gespannt. So, in einer Minute fährt was. Die laufen auch schon. Laufen wir mal hinterher. Vielleicht kriegen wir den auch. Mal gucken, was das für ein Zug ist. Ne, ich laufe mal hier runter, da kann ich die sehen, wo die hinlaufen. Wäre ich denen mal doch hinterher gelaufen, dann hätte ich den gesehen. Oh, hier fahren schöne ICs, ICEs. Da hinten kommt auch noch einer. Ich glaube, heute kommen die Trainspotter auch auf ihre Kosten. Der Leipzig, ICE Leipzig. Okay, der fährt hier gerade schön rein. Ich glaube, ich bin auf der Seite, wo die Regios abfahren. Ich glaube, ich gehe doch mal auf die andere Seite. Vielleicht kann ich den noch sehen, bevor der abfährt. Ich nehme euch mit. Ich renne. So, ich habe es tatsächlich geschafft. Ja, aber bis ganz nach vorne schaffe ich nicht, um den noch von vorne zu schauen. Der Lokführer, der guckt schon von da hinten. Der wird wohl gleich losfahren. Naja, dann sehen wir das Heck. Oder ich schaffe das doch noch. Oh, die Bremsen sind hier ein bisschen heiß gelaufen. Okay. Das riecht auch nach Asbest. Ja, der setzt schon an zum Fahren, glaube ich. Ja, der fährt schon. Okay. Dann sehen wir ja gleich das andere Teil und wissen, was das für einer war. Aber das qualmt noch ganz schön da. Ein, zwei war das, glaube ich, ne, Leute? So, dann gucken wir mal, dass gleich noch ein paar andere Züge kommen. Hier habe ich noch so einen Netzinstandhaltungszug gesehen. Die kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Und es kommt auch noch ein Güterzug hier. Ich glaube, heute wird uns alles geboten hier, Leute. Heavy Hull Power International, okay. Ganz schön lang, mein lieber Mann. Ja. Wenn das alles LKWs wären, oha. Habt ihr gemerkt, alles ist ruhig. Ab und zu sind da so ein paar Waggons. Die machen dann so wie Lagergeräusche. Gleis 9.
Oh, auf Gleis 9 kommt ein ICE nach Hamburg-Altona. Ja, Hamburg ist ja Geschichte bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. So, Vorsicht bei der Anfahrt. Was hat er gesagt? 9. Hoffen, das müsste hier irgendwo sein. Wenn die da hinten stehen, dann müsste der doch von der Seite gleich kommen. Denke ich mal. So, der Typ hat 9 gesagt. Das ist ja 9 hier, wo ich gerade stehe. Und vorhin ist der Zug ja hier in diese Seite so gefahren. Ich glaube nicht, dass er noch mal von der Seite so ankommt, oder? Da bin ich jetzt mal gespannt. Weil man kann ja bei den Zügen immer, deswegen sagen die ja immer, Ausstieg rechts, Ausstieg links. Ah, da hinten kommt er schon. Jawohl. Von weit kann ich euch schon sagen, das ist, glaube ich, 3 oder 2. Mal schauen. Wow, der kommt auf mich zu. Ja, ich gehe sicherheitshalber doch zur Seite. Der wird sehr wahrscheinlich direkt vor meiner Nase hoffentlich anhalten. Ne, dafür ist er zu schnell. Der fährt an mir ein bisschen vorbei. Ja. Ne, das ist schon der Fährer, glaube ich, mit so einem klar. Ja, ich glaube schon. Irgendeiner hatte mir mal erzählt, man kann ihn dran erkennen, aber oh, jetzt hält er genau da, wo ich den nicht von vorne gucken kann. Aber ich überhole den jetzt und laufe bis zum Schluss. Dann kann ich das andere Teil von euch. Oh, ne, lieber nicht. Das sind fast 2 Kilometer bis dahin. Beim Laufen auf der anderen Seite habe ich aber noch was anderes entdeckt. Mal gucken, was das für einer ist. Ihre nächsten Anschlüsse. CB 630 nach Ringen Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof. Abfahrt 12:55 Uhr. Ich weiß immer noch nicht mit diesem Talent, woran man diesen Talent erkennt. Reimt sich sogar. Die Farben her ist das, glaube ich, Transdev. Wir sind Transdev, steht sogar drauf. Irgendeiner schreit Mehmet Oe von da. Ja genau, das bin ich. Ah, danke. Habt ihr gesehen, auf der anderen Seite hat mich einer erkannt. Ich bin ein Abonnent von dir. Jawohl. Ja, die erkennen mich überall, Leute. Ja, bei 100.000 Abonnenten kann man das ja wohl erwarten. Finde ich toll von euch. So, vielleicht schaffe ich das doch noch, diesen ICE zu überholen. Der setzt jetzt an. Okay, dann machen wir das wie vorhin, wenn er hier an uns vorbeifährt. Dann sehen wir ja, was das für einer war. Aber er ist ein richtig schön langer. Nimmt gar kein Ende. Jetzt nimmt er mal richtig Fahrt auf. Jawohl. Hier haben wir diesen Nordwestbahn noch mal von der Seite. Ich kann immer noch nicht erkennen, was das für ein Typ von Zug ist. Die haben nirgendwo so eine Anmerkung, was das für einer ist oder so. Ja, da muss ich mich immer auf euch verlassen. Ihr wisst ja fast alles. So, da hinten stehen auch noch 2. Mal gucken, vielleicht kann ich die auch von nah aufnehmen. Ich laufe mal so ein bisschen. Kriege ich von YouTube wieder Kilometergeld. Die auf Gleis 10, die warten auch da drauf. Auch so mit Koffer und so. Ich denke mal, da wird auch gleich ein ICE oder so kommen. Gerade kam die Ansage, 10 Minuten später. 10 Uhr, was hat er gesagt? 13:52 Uhr würde der kommen, 10 Minuten später. Das heißt, um 13 Uhr kommt er dann. Da haben wir noch Zeit, was anderes zu filmen. Und zwar bin ich schon weit gelaufen auf die Seite. Harz-Weser-Bahn. Die stehen hier auch rum. Keine Ahnung warum. Aber wir schauen uns die einfach mal an. 10 Minuten haben wir jetzt ja noch Zeit. Das war der ICE, der gleich kommt. Irgendwas mit Linie oder keine Ahnung, 300 und noch was. Über Frankfurt nach Interlaken. Okay. Ja. So, die stehen hier einfach mal hier so rum. Und wir nehmen die einfach mal so auf. Und warten gleich auf den ICE. Hoffentlich ist das was Schönes, was ich noch nicht aufgenommen habe. Manchmal sagt ihr ja immer, oh, du hast den und den aufgenommen. Manchmal sind das so Zufallstreffer, Leute.
Manchmal weiß ich gar nicht, was ich da aufnehme. Zufällig ist das irgendwas Besonderes und ihr erkennt das dann. Das ist wirklich sensationell, dass ihr sowas erkennt. Ich warte noch auf den ICE. Da fährt gerade hier unser Transdev-Zug so langsam und geschmeidig, schön hier an uns vorbei. Jetzt gibt er mal ein bisschen Gas. Ist auch eine Diesel geführte, sehe ich gerade. Oh, das Quietschen war jetzt, weil er die Weichen hier so wechseln muss. Seht ihr das? Ist rein Diesel. Warum auch immer. Vielleicht gibt es da kein Stromnetz und so, wo der da gleich hinfährt in den Harz oder so. Keine Ahnung. So Leute, da ist das Prachtexemplar. Der ist jetzt hier für die 9 und es kommt, glaube ich, gleich noch einer für die 10. Heute werden wir verwöhnt. Oh, der sieht ja ganz anders aus. Ey, was war das denn für ein Teil? Ne? Wirklich ganz interessant. Jawohl, boah. Deswegen, jetzt weiß ich ja, warum das mit der gestrichelten Linie ist. Ich wurde gerade vom Fahrtwind von hinten so richtig zur Seite gedrückt. Ja, obwohl der noch nicht mal so schnell ist. Ja, schaffen wir das noch, bis er zum Ende ist? Ja, komm. Wie viel haben wir denn noch? Ah, hält. Oh, das riecht auch wieder nach Asbest wegen der Bremserei hier. Ja, okay. Da ganz nach hinten kann ich dann natürlich nicht, weil da die Absperrung ist. Was ist, wenn jetzt der andere Zug kommt? Dann sehe ich den anderen Zug ja gar nicht. Ich habe die Vermutung, dass der andere Zug gleich auch auf der anderen Seite kommt. Aber dafür haben wir den schönen hier so ganz nah jetzt hier vor uns. So schaut's aus. Wirklich super Gerät. Hat sogar einen Namen, Rheinsberg. Okay. Hoffentlich kommt er nicht auf der anderen Seite. Er hat sowieso Verspätung gehabt, sagt er gerade. Das heißt, dann bleibt er auch nicht lange, wenn alle drin sind. Und dann kann er direkt weiter zischen. Dann sehen wir den auch mal von vorne. Der sah mir irgendwie anders aus. Habt ihr auch das Gefühl gehabt? Zugverkehr zwischen Göttingen und Eichenberg möglich. So, jetzt setzt er sich. Verkehr mit Bussen ist eingerichtet. Vom Total. Schaut mal, so sieht das Teil aus. Boah. Ganz anders mit so 2 geteilte Scheiben und so. Ich glaube, so einen habe ich noch nicht gesehen. So, auf der anderen Seite ist auch noch keiner gekommen. A bis 11. Okay. Dann wird er wohl auch gleich kommen. Genau, da hinten kommt das gute Stück schon. Der hat zum Beispiel nur eine Scheibe, aber eine kleine Scheibe. Das heißt, boah, Generation 3. Ich bin am Raten, merkt ihr das? Ich vergiss das alles. Ich habe schon so viele Züge gesehen. Oh, der sieht, ne, der ist ganz neu. So einen habe ich auch noch nicht gesehen, mit den ganzen Lampen da vorne und so, mit einer Scheibe. Ja, mit dieser Form habe ich den noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist die neueste Generation von den ICs. Ja. Heute kommt ihr wirklich auf eure Kosten, die Trainspotter. Ich habe auch gerade erfahren, dass der geteilt wird, irgendwo in Hannover oder so. Dann fährt die eine Hälfte weiter und die andere Hälfte wird dann übernommen und so. Ja, auch die Deutsche Bahn muss irgendwo sparen, ne? Wir warten natürlich noch ab, wenn er hier losfährt. Dann filmen wir den noch mal von der anderen Seite, was für ein Triebfahrzeug da vorne ist. Aber da hinten fährt auch was rein. Mal gucken, vielleicht kann ich den ein bisschen näher holen. Ich habe das gerade noch so gesehen. Ja, ist auch ein sehr schönes Fahrzeug, sage ich schon. Zug. Ja, und da kommt noch etwas, noch ein Güter. Ey, heute werdet ihr richtig verwöhnt, Leute. Ich komme hier gar nicht mehr weg. Schaut mal, wie lang der ist. Ja, das war wirklich der beste Tipp. Ich weiß echt nicht mehr, aber da waren mehrere, die mir gesagt haben, komm nach Göttingen. Manchmal sind da wirklich ein paar gute Tipps dabei. Manchmal sind da auch Flops dabei, die meinen, es ist schön bei ihnen zu Hause da und dabei ist es nur ein kleines Dorf oder so.
aber hier hat sich wirklich gelohnt, Göttingen. Und wir haben noch nicht alles gesehen. Ich glaube, das Video wird auch ein bisschen länger sein als sonst. So, der Kollege setzt sich jetzt in Bewegung. Ey, ich sag doch, ihr werdet verwöhnt. Schaut mal. Der eine fährt, der andere kommt. Sagenhaft. Sagenhaftes Bild. So, mal gucken, ob wir noch sehen können, was denn an. Wer ist schneller? Mal gucken. Schaffen wir das noch? Ich kann auch nicht rüber gucken auf die andere Scheibe, auf die andere Seite, wie weit der andere jetzt ist. Hoffentlich versperrt er mir gleich nicht die Sicht. Ah, doch, der versperrt mir die Sicht, oder? Komm, fahr noch ein Stück, fahr noch ein Stück. Ah, der andere ist schon weg. Ja, da war aber vorne auch der gleiche wie das Zugfahrzeug, sag ich mal. Boah, vom Staunen komme ich gar nicht mehr raus hier. Der fährt Berlin-Ostbahnhof. Aber den können wir uns jetzt mal in der Nähe anschauen. Ja, das ist der gleiche, wie wir gerade gesehen haben, mit den zwei Lampen, mit der einen Scheibe und oben hat er auch noch mal Licht. Ja, davon mache ich direkt ein Foto. Also Leute, das hier hat doch mit was soll ich sagen, gar nichts zu tun, oder? Wozu macht man sowas? Verstehe ich nicht. Servus, steht da sogar noch. Ja, toll. Ich wollte gerade hier runter gehen. Da sehe ich noch was kommen. Den nehmen wir auch noch mal mit. Mal gucken, was das für ein Schätzchen ist. Ja, auch so ein Regio. Ja, wunderbar. Steht keine Bezeichnung drauf. Keine Ahnung, was das für eine Modellreihe ist. Wo ich hier runterlaufe ist, wenn einer mit einem Rollstuhl oder so gefahren werden muss, der kann hier mit dieser Rampe hier hoch zu den Gleise kommen. Haben die auch gut geregelt. Ja. Beim Bau auch an die Rollstuhlfahrer und sowas denken. Über Mobilitätseingeschränkte, sagen wir mal so. Ich laufe auch noch mal raus, Ausgang West. Da steht ja Lokhalle und so. Mal gucken, was das ist. So, bin jetzt mal raus. Aber oh, hier ist richtig Wind. Hier fallen mir die ganzen Blätter auf die Glatze, auf die Linse. Lokhalle, was hat das mit diesem Lokhalle zu tun? Multifunktionale Eventhallen. Okay, noch 160 Schritte. Keine Ahnung, was das ist. Lok. Hat das jetzt mit Lok was zu tun? Oder was ist das hier? Oder ist das einfach nur eine Lokhalle? Tagung, Kongress, Konzerte. Hat mit Loks gar nichts zu tun vielleicht. 160 Schritte kriege ich noch hin. Ah, da vorne. Ich zähle mal eben die Schritte. Hier ist noch so eine Gedenktafel. Wenn ich sowas sehe, da kriege ich auch immer Gänsehaut. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja. So, da sind wohl die Lokhallen. Mal gucken, was das ist. Ich bin ja neugierig, oder? Nur der Lars Wilde, der ist neugieriger als ich. Wenn ich was poste, sofort schreibt er, was ist da passiert? Was ist da los? Warum ist das so? Was ist mit Hamburg? Der guckt sich das jetzt bestimmt auch an, der Lars. Also das hat mit Lok und Zug und so nichts zu tun. Das ist einfach nur eine Location. Wie ihr sehen könnt, hier so Bühnen und so werden hier aufgebaut. Ja, müsste ich mich mal schlau machen, was das ist. Aber habe ich jetzt auch keinen Bock zu. Aber das sieht mir alles trotzdem hier so alte Sachen und so. Das war früher vielleicht doch mit Lok und so, hat das vielleicht doch irgendwie was zu tun gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt da. Schade, dass ich nicht mehr weiß. So, hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe noch mal gegoogelt. Es ist tatsächlich so, wie ich es vermutet hatte, eine Mehrzweckhalle für jeden Anlass. So, jetzt habe ich es. So, jetzt laufen wir mal wieder zu den Bussen und vielleicht auch in die Stadt. Oder sollen wir noch ins Kino? Eher nicht. So, raus aus dem Bahnhof. Hier waren wir ja gerade schon mal. Dann schauen wir uns jetzt mal noch mal an, was hier noch hinzugekommen ist.
und wie ich hier irgendwie in eine Stadt komme. Da fahren ja auch die meisten dann ab. Da können wir vielleicht sehen, wie die Fahrer sich da verhalten, ob die gut an den Haltestellen ranfahren und sowas alles. Mal schauen. Erste Kanzler, direkt den schönen Iveco-Index. Ja, Südniedersachsen-Bus. Okay, wir sind ja in Niedersachsen. Deswegen. So, dann wollen wir uns mal direkt auf den Weg machen. Ich bin hier direkt hier angekommen. Ich sehe hier was Spitzes hier. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Der Service Center ist da drin. Okay. So, das ist schon mal, sieht schon mal vielversprechend aus alles. Weil da hinten sehe ich jede Menge blaue Busse. Lass uns mal gemeinsam rübergehen, um zu sehen, was da alles rumsteht. Hier müsst ihr besonders aufpassen, habe ich gerade festgestellt. Die haben hier sogar eine eigene Radstraße, Fahrradstraße. Ja. Deswegen immer schön aufpassen, wenn ihr hier rüber geht, obwohl grün ist und so, nicht einfach blind rüberlaufen. Das ist schon mal gefährlich. Jetzt gehen wir mal rüber. Wir sind hier am Zopp und ganz hinten sehe ich schon ein paar Züge und so fahren. Mal schauen, was wir alles gemeinsam entdecken werden. Da sehe ich schon den ersten Hybridbus. Ja. Scheint ein Solaris zu sein. Oder ist es doch kein Hybrid? Urbino 12. Solaris habe ich erkannt. Aber scheint, glaube ich, kein Hybrid gewesen zu sein. Ah, da ganz hinten, da sind noch mehr. Ganz viele Busse. Yep. Ja, das war ein guter Tipp von dem Kollegen, der immer gesagt hat, komm mal nach Göttingen. Hier ist allerhand los. Das sehe ich jetzt schon. Ich muss nur immer aufpassen, wieder mit Gesichtern und so. Ja, wenn die am Fahren sind, okay, die erkennt man eh nicht. Einer wird da, glaube ich, gerade eingewiesen oder eine. Das ist, glaube ich, ein Mädel. Ja, gehen wir mal zur Seite, damit es keine Angst hat. Ja, sie wird gerade eingewiesen. Mit einem schönen Citaro. Hier kommt jetzt ein schöner Hybrid Volvo. Den haben wir ja auch in Luxemburg gesehen. Aber schön in Blau sieht das natürlich sehr schön aus hier in Göttingen. Und da hinten kommt wieder so ein Niedersachsen-Bus. Ein LE. Setra, glaube ich, von weit, wie ich das so sehe. Oder? Nee, Citaro. Ich sage einfach immer von weit. Einer hat mal gesagt, Züge hast du keine Ahnung, aber vom Bussen ja. Aber so wie es aussieht, vom Bussen auch nicht. Ich habe schon so viele Busse gesehen, Leute. Alles unterschiedliche Farben, unterschiedlich alles. Und von weit sehen die auch alle gleich aus. Ihr wisst da eure Punkte, wo ihr da aufpasst. Aber jetzt haben wir eine schöne Parade hier gerade vor uns. Alles Mögliche fährt hier rein. Das hier ist der Setra 415 LE, der hier gerade reinfährt. Jetzt kommt auch noch ein schöner Mercedes Gelenkbus. Wunderbar. Herrlich. Ein schöner Citaro. So, was hatte ich gerade gesagt? Das ist ein Citaro. Ey, ich habe sogar recht gehabt, Leute. Jawohl. Ab und zu habe ich auch mal recht. Auch ein blindes Huhn findet ein Korn. Oder wie war das? Jetzt haben wir echt eine sehr schöne Parade hier mit sehr schönen Bussen. Die Fahrer, die gucken zwar immer, aber das ist mir sowas von egal. Steht nirgendwo geschrieben, dass man Busse nicht filmen darf. Ich wollte gerade weggehen, aber da kommt noch ein schöner Flixbus, ein Turismo, denke ich mal. Mal gucken, ob ich jetzt wieder recht liege. Und es ist ein Turismo. Jawohl. Ich glaube, ich spiele heute Lotto. Hier ist die Haltestelle von den Fernbussen, steht auch oben drauf, wo der Flixbus eben halt anhält, um seine Fahrgäste aufzunehmen. So Leute, hier stehen die Privaten, habe ich mir sagen lassen.
Und der Volvo, der hier steht, mit dem habe ich gerade ein sehr schönes Gespräch gehabt. Er hat das Problem, er kann jetzt nicht laden, weil das war jetzt hier die Ladestation hier oben. Aber da das ja ein Hybrid ist, der kann ja mit beides fahren, hat ihm das nicht so wehgetan. Aber manchmal, wenn die nicht laden, sagt er, die Volvos, die haben da wohl ihre Schwierigkeiten. Ja, wir haben über Busfahrer gesprochen. Busfahrermangel ist hier auch gang und gäbe. Letztens war ja auch im Radio ein Beitrag, Berufskraftfahrermangel. Deutschlandweit 80.000 Berufskraftfahrer fehlen noch. Und da war eben halt immer zu spüren, Anerkennung, Arbeitszeiten, Geld. Das sind die drei Hauptziele, wo man immer sagt, weil keine Busfahrer eben halt nachkommen. So, ich laufe jetzt mal zum Bahnhof hin. So, vorhin noch einen Fan getroffen, der sagte, ey, bist du nicht Mehmet OE? Ich sag, ja. Ich habe ihn direkt gefragt, ob er das war, der mir gesagt hat, ich soll mal hierher kommen. Das war er zwar nicht, aber er hat sich auch gefreut, dass er mich kennengelernt hat und habe ihm natürlich auch eine Autogrammkarte gegeben. Hier ist natürlich auch alles voll elektrisch, hier die ganzen Anzeigen und so. Der Kunde braucht dann nicht irgendwo was lesen, wenn er die Brille vergessen hat oder so, dann weiß der gar nicht, was los ist. Ja. Sogar mit Sprechansage. Ich sagte gerade Brille. Mal gucken, ob das auch klappt. Mal gucken. Habe mich gerade zwar versprochen, aber passt haargenau. Bitte drücken, berühren. Mal gucken. Die Zeit 12:35 Uhr. Aha. Linie 130 nach Mengershausen. Habt ihr gehört? Ja, Mengershausen. 12, wenn einer nicht gut lesen kann oder so, dann kann er das hier alles abhören. Wenn einer nicht drankommt, hier oben ist das gleiche noch einmal. Und Maskenpflicht beachten, bla 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 und blub. Das gleiche wie überall. Ich laufe natürlich nachher noch in die Stadt, dann sehen wir noch mehr Busse, denke ich mal. So, ich habe gerade mal gefragt, zur Innenstadt, einfach nur hier geradeaus. Dann ist man wohl in der Innenstadt. Mal gucken, ob wir da was Schönes sehen können. Auf jeden Fall machen wir noch mal hier so einen schönen Aufnahmen hier. Schöner Herbst. Schaut mal, überall fallen die Blätter und so hin. Aber ihr wisst ja, Göttingen ist ja eine Studentenstadt Niedersachsen. Und die haben hier wirklich schöne Mädels, ist mir aufgefallen. Jede Menge schöne Mädels. So, dann laufen wir mal. Da vorne sieht schon wie Stadt aus. Aber hier dieser BMW, ist das nicht das Auto von dem YouTuber Mehmet OE? Da steht auch OE drauf und 27 für Gaziantep. Ja, das ist er. Was macht der Arsch denn hier? Egal. So Leute, ich habe gerade hier gesehen, hier ist noch so eine Haltestelle, Theaterstraße oder was da hinten steht. Ja, Theaterstraße. Ganz eng, aber hier ist gerade so ein Gelenkbus hier lang gefahren. Und wo ich das erzähle, kommen auch noch zwei andere Busse jetzt auch noch hier lang. Das heißt, die können wohl hier in der Innenstadt fahren. Oh, jetzt haben wir eine richtige Parade, Leute. Schaut mal, 3 Busse hintereinander. Gut, dass ich mal hierher gekommen bin. Ja. Und alles immer schön Mercedes. 3 Stück, wie eine Parade. Ich laufe mal ein Stück weiter. Ich glaube, da hinten sind auch noch ein paar Haltestellen, wo die dann abgefahren sind. So, ich bin jetzt an dieser Haltestelle, wo die Busse so einzeln kommen. Genau welche sehe ich gerade. Ich gehe mal so zur Seite. Ja, war gerade komisches Licht, deswegen musste ich so rumdrehen. Jetzt drehe ich wieder andersrum. Weil wenn ich Gegenlicht habe, ist immer blöd. Mich würde jetzt nur interessieren, wo die herkommen. Ja, muss mal gucken, wo die hier lang gekommen sind. Ich habe gesehen, die kommen hier raus und fahren dann hier in eine Stadt. Ja, Taxi und Bus haben frei, steht auch drauf. Gut, einen schönen Hybrid. Hier kommt, glaube ich, noch etwas, oder? Ne, ist nur ein Motorrad. Ja, ne, doch. Hier um die Ecke, da kommen die immer hier an. Jawohl.
Ja. Einen schönen Volvo. Direkt noch eins hinterher. Ja, hier ist schon gefährlich, wenn die hier an der Ecke hier so stehen. Da kann auch schon mal sein, dass dann Fuß mitgenommen wird. Da muss man schon aufpassen. Also hier kommen wirklich ganz, ganz viele Busse lang. Ist wohl die zentrale Stelle eben halt, wo die Busse dann eben langfahren können. Ist aber auch ziemlich eng bisschen alles. Aber nur diese Menschen, die kaum laufen, immer direkt vor der Kamera. So, jetzt habe ich den nochmal richtig voll. Ja, mal gucken, was wir hier noch alles erleben werden. Auf jeden Fall, habe ich vorhin ja mehrmals gesagt, hat sich gelohnt, hier nach Göttingen zu kommen. So, ich bin diese Straße mal komplett bis hierhin gelaufen. Ich wollte den Ursprung rausfinden, wo die Busse hier auf einmal auftauchen. Und zwar in diese Straße hier. Ja, Lieferverkehr, Radfahrer und Busse nur hier rein. Damit sie eben halt auch die Leute in der Stadt alle befördern können. Ja. Hier auch nochmal so ein Hinweisschild, Hannover-Kassel, die 7, gar nicht weit weg von hier. Zur Autobahn werde ich auch gleich, muss auch gleich wegfahren. Heute ist nämlich Montag und ich habe heute Abend ja immer Training. Deswegen nehme ich hier noch ein paar Busse, was hier gleich kommt, und dann ab nach Hause. Hier sind natürlich auch ganz viele Linien. Der eine fährt da lang, der andere fährt hier lang. Ich habe nur gemerkt, dass hier die ganzen Effizienz- und Hybridbusse hier lang fahren, mitten in der Stadt und so. Natürlich sinnvoll, anstatt mit Diesel und so die Stadt zu verpesten. Elektrobusse sind da natürlich sehr geeignet. Aber die haben nicht nur Elektrobusse, die haben eben halt Hybridbusse. Und auf der anderen Seite, da kommt ein schöner Iveco, sehe ich gerade. Ich will nur sehen, welche Busse gleich hier so reinfahren. Das wollte ich euch zeigen, deswegen stehe ich hier schon 10 Minuten. So, die Linie 140, schön Iveco. Und irgendwo ist auch wieder was passiert. Wetter schlägt auch gleich um. Ich glaube, das regnet auch gleich. Jetzt habe ich sie endlich entdeckt. Die kommen von da hinten aus und fahren dann hier in die Stadt. Wenn einer kommt, dann müssten die anderen auch gleich kommen, weil vorhin war ja auch so eine Parade. Da bin ich mal gespannt. Ich warte noch ein paar Minütchen. Da hinten habe ich den Kollegen entdeckt. Endlich kommt mal einer. Die Linie 61. Der wird jetzt auch gleich durch die Stadt fahren. Und da ganz hinten ist noch einer. Ich denke mal, das ist die Parade, was wir vorhin ganz am Anfang gesehen haben. So, der Kollege, der fährt jetzt hier hin und nimmt seine Leute hier auf. Und ich denke mal, dass der andere gleich hinterherziehen wird. Wenn er jetzt blinkt, dann wissen wir Bescheid. Noch blinkt er nicht. Dann ist er es wohl doch nicht. Oder der hat vergessen zu blinken. Mal schauen. Und da kommt jetzt noch einer. Der will auch hier hin. Ja, das ist die gleiche Parade. Oh, ich glaube die 11 auch. Ja, ein Solaris sogar. Jetzt haben wir Mercedes neu, Solaris auch neu, sagen wir mal. Und noch so ein Mercedes. So, wir nehmen jetzt erstmal den schönen Hybrid hier mit. Wenn er gleich hier um die Kurve kommt, der muss natürlich aufpassen. Habt ihr gesehen, Fahrrad, der hat Vorfahrt da gehabt. Ach, das ist auch der Kollege, mit dem ich vorhin gesprochen hatte, der Probleme hatte mal im Laden. Jawohl. So, und da kommt der andere, effizient. Ist das ein effizient? Auch schön leise, jawohl. So, und dann fehlt nur noch der da hinten, der Solaris. Den nehmen wir gleich auch noch mal mit. Dann haben wir die Parade komplett. Ah, ich brauche noch nicht mal auf Stopp drücken, der kommt schon direkt hier hin. Und die drei haben wir vorhin so hintereinander fahren gesehen, wie ich hier reinkam. Jawohl. Sehr schöne Busse haben die hier. Oh, der Urbino 80, 18, nicht 80, das wäre was. So, ich laufe den jetzt einfach mal hinterher, wieder bis zum Bahnhof. Schaut mal diese Markise, Leute. Ja,
ja, nur ein bisschen rausragt und hier noch andere Leute hier sind, dann ist diese Markise hier oben direkt an dem Spiegel von dem Bus. Ja, wirklich gefährlich. Aber wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Dieses Göttingen mit Fachwerkhäusern und sowas alles, mit schönen Bussen, Einkaufsläden, sogar für Erwachsene. Okay, schaut euch das mal an, Leute. Da vorne neu, hier alt, schön gemischt, alt und neu in einem. Wirklich sehr schön. So Leute, ich bin wieder am Bahnhof angekommen. Ich mache die Verabschiedung direkt hier. Habt ihr ja gesehen, mein Auto steht ja auch da vorne. Ich hoffe, das hat euch wieder Spaß gemacht. Göttingen hat sich gelohnt. Danke nochmal an den Kollegen, der geschrieben hatte, komm mal hier hin. Das war wirklich kein Reinfall. Das war ein gelungener Aufnahmen, gelungenes Video. So, jetzt habe ich es aber. Man sieht sich natürlich wieder auf den anderen Kanälen oder hier auf dem Kanal von Mehmet Oe. Ciao Leute, bis nächstes Mal.